Ich verlasse Sesthwaite, fahre noch kurz über Keswick einkaufen und heute geht es dann rüber nach Wasdale Head. Dort erwartet mich ein schöner Campingplatz direkt am Talende, am Ende vom Wastwater. Also da freue ich mich schon drauf. Ja, wie man sieht, englisches Wetter. Aber wer nach England fährt, der bekommt noch englisches Wetter. Ja, die Straßen werden immer enger und immer enger. Nicht so einfach mit dem Wohnmobil. Feel the wind as it brushes right over my cheek. See the haze as it covers my eyes. Feel my body's intention no mind can destroy as it rises and leaves me numb. Feel it all coming down. Feel it all coming down as I stand in the way and I'm lost on. Ja, bis zum späten Nachmittag hat es durchgeregnet und zwar richtig geregnet, also man konnte wirklich nicht rausgehen. Jetzt gegen Abend lockert es langsam so ein bisschen auf, also auflockern ist zu viel gesagt, aber es regnet nicht mehr in Bindfäden. Ich gehe jetzt mal raus, ein bisschen fotografieren, ein bisschen filmen und ich zeige euch mal schon ein bisschen was von der Gegend. Ja, morgen früh kommt Stuart, der holt mich kurz vor 5 ab und da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, es klart bis dahin auf. Durch die tief hängenden Wolken war das Licht sehr diffus und die ohnehin schon sehr knalligen Farben, die kamen nochmal stärker raus. Dieses krasse Gelb-Orange der blühenden Büsche und dann dieses junge Grün der Bäume und das Gras so grün und im Hintergrund das abgeblühte Farn an den Bergen. Also unglaublich. Ich bin nachher dazu übergegangen, um die Bilder nicht mit diesen Farben zu überlagern und die Bilder in Schwarz-Weiß darzustellen. Also schaut euch mal die Serie an. Viel Spaß. Ja, hallo, schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin in England unterwegs im Lake District und ich bin hier am Wastwater in Wasdale. Herrliche Gegend zum Wandern und natürlich auch zum Fotografieren, wie der ganze Lake District. Und heute war ich mit Stuart McGlennon unterwegs. Das ist ein lokaler Fotograf, professioneller Fotograf. Der hat hier in Keswick auch eine eigene Galerie, bietet auch Workshops an. Und wir sind heute zweigeteilt unterwegs. Zum einen hat er mich heute Morgen abgeholt, um kurz vor 5 sind wir vor Sonnenaufgang los.
Wir mussten allerdings ein bisschen wegfahren. Wir wollten eigentlich hier so ein bisschen das große Kino fotografieren mit weite Sicht auf Berge und Seen. Aber es hat gestern den ganzen Tag geschüttet und heute Morgen hing der Nebel noch satt ganz tief drin. Und dann haben wir uns entschieden, Woodland-Fotografie zu machen. Und das war fantastisch. Wir sind so eine Stunde gefahren und waren in so einem Regenwald. Und da haben wir ganz tolle Sachen gemacht. Ich habe dort allerdings jetzt keine Videos eingesprochen, weil ich wollte natürlich die Zeit mit Stuart nutzen, um Bildkompositionen zu besprechen. Und ich wollte natürlich selbst auch was lernen und mitnehmen. Und wollte dann halt keine Zeit fürs Video machen zwischendurch verschwenden. Also in dem Augenblick wäre es natürlich für mich verschwendete Zeit gewesen. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber ich zeige euch jetzt mal die Bilder, die dabei entstanden sind. Viel Spaß! Wir gehen nur wenige Meter in den Wald und haben unser erstes Motiv sofort gefunden. Wir diskutieren ein bisschen über die Bildaufteilung und über die Bildkomposition und dann, klack, sitzt der erste Schuss. Ein guter Start. Diese Szene hier war sehr komplex, die hat mich sofort angesprochen. Das Bild, was ihr jetzt seht, ist unbehandelt, raw. War auch nicht mein Favorit. Ich habe hier ein bisschen gebraucht, um die richtige Stelle zu finden, die richtige Perspektive. Ihr seht ja, wie chaotisch das hier ist und das habe ich draus gemacht. So, dann haben wir noch ganz viele wunderbare Stellen gefunden. Ab jetzt genießt es. Ja, ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. So, gleich geht's weiter. In 1,5 Stunden holt Stuart mich ab für den zweiten Teil. Dann gehen wir in die Abendstunden. Dann gucken wir mal, was sich hier so um den Rosewater herum anbietet. Ich weiß noch nicht exakt, was wir machen. Aber da vertraue ich ganz Stuart McLennan. Der kennt die Gegend wie aus dem FF. Und er wird für die Lichtverhältnisse, die wir dann jetzt haben, das Richtige entscheiden. Das konnten wir heute Mittag einfach noch nicht absprechen. Das Wetter ist so wechselhaft hier, das muss man tatsächlich spontan entscheiden. Aber Stuart hat auch gar keine Probleme damit, auch mal eben eine Stunde irgendwo hinzufahren. Der ist das vollkommen gewohnt und so kann ich ihm voll vertrauen. Macht auch richtig Spaß. Also nochmal der Hinweis, checkt mal seinen Kanal aus, der macht wirklich tolle Sachen. So, gleich werde ich ein bisschen Videos eindrehen noch. Das heißt, ich melde mich jetzt in einer Sekunde für euch wieder, wenn Stuart da ist. Bis gleich, ciao. So, 18 Uhr. Ich werde jetzt mal zum Treffpunkt gehen. Stuart sollte eigentlich gleich kommen. Ach, er ist schon da. Super pünktlich. Der ist doch noch schlimmer als ich. Hi, Stuart. I'm late or you early? Neither. Okay, wir sind jetzt am Rosewater unten und versuchen hinten das kleine Haus zu fotografieren. Stuart hat mir eine ganz gute Ecke hier gezeigt und eine ganz gute Komposition. Wir warten jetzt gerade auf Licht. Ich zeige euch das nochmal. So, das Haus muss aber noch ins Abendlicht reinkommen. Ja, und ich bin zusammen hier Hallo. mit Stuart. Ja, ich hatte so ein bisschen zu kämpfen mit den Motiven und auch mit dem Licht. Und so richtig viel ist für mich nicht dabei rumgekommen. Am Ende ist nochmal die Sonne so ein bisschen rausgekommen und hat gegenüber die Steilküste schön in goldenes Licht getaucht. Das war noch ein ganz ordentliches Bild. Ansonsten haben wir uns noch so ein paar andere Stellen angeguckt, haben viel gequatscht, noch ein paar Bilder gemacht, aber ja, sehr fruchtbar war das dann nicht mehr so. Aber für mich war das ein sehr, sehr ergiebiger Tag und mir hat es wirklich riesen Spaß gemacht mit Stuart. Ja, kleiner Nachtrag zur richtigen Aussprache. Es heißt Worsdale Head und Worstwater.